Die klassische Vorgehensweise zur Aufstellung der Bewegungsgleichungen von mechanischer Struktur ist die Anwendung von Kräften und Momentensätze und bei elektrischer Schaltung die Kirchhoffs Gesetz. In diesem Video werden wir die Bewegungsgleichung einer mechanischen Struktur wie ein Federmassendämpfersystem und ein RC-Glied aufstellen. Wenn das Thema dich interessiert, abonniere dich auf den Kanal, um mich zu motivieren, mehrere solche Videos in der Zukunft drehen zu können. Let's start. Schauen wir uns erstmal unsere RC-Glied-Schaltung an. Die Beschreibung der Differentialgleichung elektrischer Schaltung werden durch Anwendung der Maschenregel und/oder der Knotenpunktregel erfolgt. Die Knotenpunktregel, noch bekannt als erste Kirchhoffs Gesetz, besagt, dass die in einer Knoten hineinführenden Ströme in der Summe verschwinden müssen. Also die Summe der Ströme sollen gleich 0 betragen. Mit diesem Beispiel erhält man als hineinführende Ströme der Strom I1 plus I2. Als herausführende Ströme hat man den Strom I3. Also I1 plus I2 ist gleich I3. Die Marschenregel liefert eine Aussage über die Spannung in einer Marsche des Schaltkreises. Sie besagt, dass die Summe der Anzahl Spannungen an den Elementen einer geschlossenen Marschen, eines Kreises natürlich, verschwinden muss. Also die Summe aller Spannungen sollen gleich 0 betragen. In dieser RC-Schaltung wähle ich diese Marsche aus. Damit ist die Summe aller Spannungen laut des zweiten Kirchhoffs Gesetzes entsprechend ihre Richtungen gleich 0. Das heißt, die Spannung über den Widerstand plus die Spannung aus dem Kondensator minus die Spannung an der Quelle ist gleich 0. Die Spannung an der Widerstand lässt sich über das Ohmsches Gesetz rechnen. Dies beträgt U ist gleich den Widerstand mal den durch den Widerstand fließenden elektrischen Strom, groß I. Bei der Aufladung des Kondensators beträgt die Spannung am Kondensator, groß Q, die Ladung, durch die Kapazität C des Kondensatorplatten. Abschließend kann die Bewegungsgleichung des Systems aufgestellt werden, indem die Ladung des fließenden Stroms mal die Ladezeit ersetzt werden und die komplette Differentialgleichung abgeleitet wird. Wir bekommen dann eine DGL erste Ordnung oder ein PT1-Glied mit R mal C, die Zeitkonstant der Differentialgleichung. Zu sehen, wozu wir diese Zeitkonstant verwendet, schaut euch einfach das Video zu PT1, die ich hier verlinke. Kommen wir nun zu dem mechanischen Teil. Die mechanische Struktur ist in dem Fall ein Federmassendämpfersystem. Dabei wird die Schwingung des Schwingers X bezüglich der statischen Ruhelage ermittelt. Dafür zeichnet man das Freikörperbild des Schwingers, indem man den Schwinger in die Bewegungsrichtung auslenkt. In dem Fall ist es X. Wenn man das gemacht hat, dann wirkt auf den Feder und den Dämpfer die Gegenkräfte Federkraft gleich der Federsteifigkeit K mal die Auslenkung der Feder X und die Dämpferkraft gleich der Dämpferkonstant groß D mal die Geschwindigkeit des Fluides im Dämpfer, was linear zu der Auslenkung des Schwingers sein sollte. Weil man immer davon ausgeht, dass es sich um eine viskose Dämpfung handelt. Anschließend trägt man die Anregung Ft bzw. die äußere Kraft. Mit dem zweiten Newtonsches Gesetz,
Das besagt, dass die Summe aller in einem System wiegende Kräfte gleich der Masse mal die Beschleunigung ist, erhält man entsprechende Kräfterichtung. Minus F mal K, unsere Federkraft, minus F mal D, unsere Dämpferkraft, plus Ft, unsere Anregungskraft. Das Ganze gleich Masse mal Beschleunigung des Schwingers. Setzt man dann den Ausdruck der Feder- und Dämpferkraft ein, ergibt sich folgende Differentialgleichung eines Differentialgleichung zweiter Ordnung. Dies ist die Form eines PT2 oder einer Differentialgleichung zweiter Ordnung, wie ich vorhin gesagt habe, oder noch als proportionales Glied zweiter Ordnung genannt. Diese Differentialgleichung lässt sich in die Normalform bringen, indem die Differentialgleichung durch den Koeffizienten der Beschleunigung geteilt wird. In dem Fall beträgt dieser Koeffizient m, die Masse des Schwingers. Damit lässt sich die Differentialgleichung wie folgt schreiben, wobei der Term vor x, k durch m, den Quadrat der Eigenkreisfrequenz darstellen. Und der Term vor x Punkt, also unsere Geschwindigkeit, das ist genau d durch m, gleich 2 mal die Eigenkreisfrequenz mal den Lärchendämpfungsmaß. Omega 0 und d, also Omega 0 die Eigenkreisfrequenz und d der Lärchendämpfungsmaß, sind zwei Größeneigenschaften der Differentialgleichung zweiter Ordnung, auf die wir beim Thema PT2 oder Lösung der Differentialgleichung zweiter Ordnung näher angehen werden. Damit wisst ihr mehr über die Methoden, Differentialgleichungen aufzustellen. Wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar. Schaut ihr weitere Videos zum Thema Regelungstechnik und Maschinendynamik? Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao.